Moin, I'm Catherine and today I'm in bed with another Top 5 Wednesday video. This week's topic is first sentences, which is totally self-explanatory, and I will put everything about Top 5 Wednesday in the description. I'm going to cheat a little bit this week because as always for those tag videos I was going through my Goodreads account that I only created for this channel where all the books that I really like are listed and try to find out the first sentences, and it turns out I seem to have a knack for the tragic because there were at least 10 books, I think, with something about death in the first sentence. There were a few with music, and then there were a lot of other fantastic first sentences. So I'm going to make 3 videos. One with the death sentences, one with music, and one with the all-in-all fantastic first sentences. And I'm going to cheat so much that I'm going to use the same introduction for all of the videos. So if you think you've seen this before, hold on, this may turn out to be a whole different video. Ihr seid jetzt in dem Video gelandet, in dem es um total tolle erste Sätze von deutschen Autoren geht. Und wir haben heute so ein wunderschönes Interview gemacht mit Simone Buchholz, deutsche Autorin, geführt von Isabel Bogdan, deutsche Autorin. Wir haben hier einmal ganz kurz das Sortiment. Dürfen wir hier einmal? Diese Sendung wird Ihnen präsentiert worden. Wenn Sie hier vielleicht mal reinstopfen möchten. Ja, genau. So machen wir das. Genau, das Ganze ist so passiert. Ich hatte kürzlich Isa da zum Interview und dann hat Isa mir Simone ans Herz gelegt und jetzt sind wir alle hier. Und ich freue mich ganz doll. Der ist so kuschelig. Ja. Und ich lese jetzt erste Sätze vor. Ich habe die beiden ausgestattet mit wunderschönen kleinen Kissen. Und wer weiß, welches Buch das ist, darf werfen. Das ist quasi wie Buzzer. Und wir erzählen so ein bisschen mit und gucken, wer am Ende gewinnt und am meisten Punkte gemacht hat. Ich meine das einmal probeweise, weil ich aus Versehen die erste Karte gelesen habe. Genau. Du hast sie aber noch nicht gelesen. Nee, jetzt stehe ich gleich wieder richtig doof da, ne? Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber du tust jetzt so, als wüsstest du es? Ja, nee, du darfst jetzt erstmal raten. Und ich warte kurz, ob du es weißt. Und dann buzzerst du. Und tu so, als wüsste ich es nicht. Und dann, wenn du es weißt, kannst du es ja sagen. Genau. Und wenn du es nicht weißt, dann tue ich so, als ob ich es wüsste. Und alle erklären Simone das Spiel nochmal, bitte. Also wenn du es weißt, dann wirfst du, und wenn du es nicht ja. weißt, dann werfe ich. Genau, und wenn keiner weiß, von wem es ist, in dem Fall habe ich es jetzt versaut, dann darf einer von euch raten anhand des ersten Satzes, worum es in dem Buch wohl geht. Okay. Da dürft ihr dann auch hier Start. So, pass auf. Ich befürchte, ich bin wach. Ich weiß es nicht. Na? Das ist Tino Hanekamp mit sowas von da. Wie hast du das nur geahnt? Aus Versehen in die falsche Richtung geguckt. Ich guck auch nicht hier. Du musst die Karte. Ich habe nichts gesehen jetzt, aber vielleicht rutsche ich ein Stück. Ja. So, sind wir noch im Bild? Super. Bin ich noch im Bild? Worum geht's? Wer möchte hier? Ich glaube, das ist so Nächte eine im Club. Kiez-Story, ne? Genau. Ist, glaube ich, alles sehr cool und es wird viel getrunken und Genau. Drogen konsumiert und so. Also der Hanekamp hatte ja hier also diese, quasi unser Leben. euer Leben. Der hatte ja diese Weltbühne, ne? Unten Genau. am Kiez. Und es ist quasi, es ist natürlich nicht Macht er autobiografisch. nicht auch das Übel und Gefährlich? Der hat das Übel und Gefährlich auch mitgemacht am Anfang, genau. Und genau, es geht quasi um den letzten Abend in dieser Location, die Konzerte und Tanzveranstaltungen. Wie war der Satz nochmal? Und Ich fürchte, ich befürchte, ich bin wach. Finde ich einen ganz tollen ersten Satz. Finde ich total schön. Ja. Also, wie gesagt, es geht um diese. Okay, hier, die Autorinnenwelt ist. Die Kritikerwelt ist nicht überzeugend. Nein, doch, die Kritiker haben es ja gefeiert. Das ist ja Ich mochte es auch, sonst wäre es nicht hier im Video. Ich hab's nicht gelesen. Guck mal, du kannst ja noch. okay. Vielleicht drehst du dir doch irgendwie an. Als erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee. Das ist ja was für dich, ne? Kaffee. Blut und Kaffee. Habt ihr beide gelesen, sage ich jetzt. Mac. Klingt so ein bisschen nach. Achso, wir müssen werfen, ne? Ja. Ist geraten. Zoe Beck? Nee. James Ellroy. Deutsche Autoren. Deutsche Autoren. Ach, Ja, ich dürfen lese noch doch keine mal. deutschen Autoren, außer Isabel Bogdan. Es ist Chick
von Wolfgang Herrndorf. Oh ja, Oh, wie toll. oh, natürlich. Oh, wie ja, toll. in der, Blut und Kaffee? Wieso ja, ist denn der da wacht dann Kaffee? in der Polizeistation auf, nachdem die am Ende diesen Unfall hatten. Und das fängt doch mit dem Ende irgendwie erstmal Ja, ich an. dachte, der wacht im Krankenhaus auf. Wacht der Oder im in der Krankenhaus. Polizeistation auf? Ist Auf jeden im Fall ist da Krankenhaus. diese Krankenschwester. Auf jeden Fall ist da mit dieser der ganz Geruch nach Blut normalen und weißen Kaffee. Unterwäsche. Das hat sich mir so eingeprägt. Ich stehe auf normale Am Anfang. Unterwäsche. Ja, ich stehe auf normale Unterwäsche. Worum geht's in dem Buch? Ganz kurz. Um zwei Jungs, die einen Lada klauen und damit in die Walachei fahren. Coming of Age Und, von zwei. Es Von zwei ist Brüdern. eins der Ganz toll. ganz großen Bücher der letzten 10 Jahre. Ganz groß, ne? Ja. Absolut. Fantastisch. Ich schmeiß es mal weg jetzt hier. Einfach so. Jubelnd, einfach so jubelnd wegen Wolfgang Herrndorf. Ja. Einer der Pfauen war verrückt geworden. Isabel Doktor, der Pfau! Sorry. Worum geht's in dem So ein Buch? bisschen albern. In dem Buch geht es darum, dass ein Pfau verrückt wird. Aber eigentlich, also vordergründig geht es darum, dass ein Pfau verrückt wird und alles attackiert, was blau ist und schillernd. Aber ich finde, eigentlich geht es darum, wie sich eine Gruppe von Menschen zu einem Problem verhält. Und wie die versuchen dabei, sie selbst zu bleiben und doch ganz viel Neues über sich herausfinden, während sie sich zu diesem Problem verhalten. Das ist mit sehr viel Humor und Leichtigkeit und ja, leichter Feder erzählt. Und der Pfau ist eigentlich gar nicht so wichtig, finde ich. Er ist auch relativ bald tot. Genau, er ist relativ schnell tot, weil der nervt natürlich. Meine Was dann wieder zu Lieblingsfigur, Konflikten führt. genau, meine Lieblingsfigur in dem Buch ist auch nicht ein Pfau, sondern ein Hund. Oh ja. Mervyn. Mervyn. Ja. Danke. Also eines meiner Lieblingsbücher des Jahres, muss man hier ganz klar sagen. Oh, Neben deinen. Danke. Das musstest du Nein, nicht. muss ich nicht sagen, ich hätte dich ja nicht eingeladen, wenn sie mir nicht das musst du gefallen jetzt hätten. sagen, Ich hätte sie ja nicht eingeladen, wenn sie mir nicht gefallen hätten. Also ich habe mich durch 6 Tess Riley-Krimis gelesen in den letzten 2 Monaten. Sie sind sehr kurz, muss man dazu sagen. Die sind völlig schnell. normale Völlig Länge. Normale Länge. Aber die Das kann man ist so das gut hier. an 300 Seiten. zwei Sonnennachmittagen auf dem Balkon kann man die gut durchlesen, ja. Oh, ich hatte viel Spaß dabei. Das ist schön. Ja. Aber da deine ersten Sätze ja meistens irgendwie in die Täterpsyche gehen, haben die sich alle nicht so. Ich habe geguckt, ob ich da einen. Das stimmt. Die haben sich Die leider fangen alle nicht so meistens- geeignet Die fangen als. meistens mit den Typen an. Ja, die haben sich leider nicht so geeignet als. Eintritt in die rechte Niere zum Niederknien. Gemein. So, pass mal auf hier. Ich war Blut und Kaffee. Okay. 2 haben wir noch offiziell. Und dann haben wir noch einen Bonus. Ich habe noch 3. Ich habe noch 4. Ich habe noch nicht so Ja, guck mal, das passt doch. 3 passt dann genau. Ich wollte nicht, dass dieser Tag begann. Ist auch schön, dass ich so setze. Ich fürchte, ich bin wach. Ich wollte nicht, dass dieser Tag begann. ein Problem mit Aufstehen. Als erstes war da der Geruch von Blut und Kaffee. Das ist irgendwie, du hast so Bettsätze geübt, Ja. ne? Nee, gar nicht. Also bis auf den tatsächlich. V. Aber ich lese auch nicht so viele deutsche Autoren. Die Auswahl war jetzt. Ich bin relativ sicher, dass ich das weiß. Ja, dann Mir werf kommt mal. das auch bekannt vor, aber Na? Wie ist eigentlich der Punktestand? dieser hat mehr auf jeden Fall. Ich fühle Nee, mich das wie in der stimmt Schule nicht. Das früher. stimmt überhaupt nicht. Das erste hatte ich vorher gesehen. Dann kam meins, wussten wir beide, Chick wussten wir beide nicht. Ich kann echt gut Und das war's, verlieren. oder? Stimmt. Ja, stimmt. Das- 1-1. Stimmt, es hat noch keiner was wirklich. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ihr gelesen. Olga Krasnova, der Russe, ist einer, der Ja, Briten liebt. ja. Habe ich nicht gelesen. Ich hab's Hat er nicht gelesen. Ja, Ja. ist ja immer noch Amerikaner. Worum geht's? Es geht darum, dass die deutsche Autorin Isabel Bogdan das schlechteste Gedächtnis der Welt hat. Ich glaube, es ging um unfassbar viel. Es war irgendwie eine Krankheit oder der Freund gestorben und dann irgendwie noch politisch und aus irgendwo dem großrussischen Reich hierher und dann nach Israel und ich Ja. Verlust und Ich weiß es schon Selbstfindung. gar nicht. Wir sagen jetzt einfach Verlust Verlust, und und Selbstfindung. Verlust es und geht um Verlust und Selbstfindung. Lust und Selbstfindung, Großartig. das ist super. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall. Oh, das ist aber ein toller Satz.
bin ein menschlicher Verkehrsunfall. Ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall. Das darf man sich nicht so oft sagen. Das darf man sich nicht so oft sagen. Ich weiß es nicht. Okay, ich kann dir jetzt einen Tipp geben, weil wir haben uns schon über sie unterhalten. Das ist eine Frau? Ich dachte, das hätte einen Mann geschrieben. Wir kennen sie beide. Das habe ich auch gedacht. Dann kann man das total runter reduzieren. Wir kennen sie Kenn ich die auch? Du kennst die höchstwahrscheinlich. Also du weißt auf alle Fälle, dass es sie gibt. Ob du sie persönlich wohnt, auch in Hamburg. Und in Hamburg? Wohnt aber nicht bei Simone Maus? Nein. Nee. Nein, das ist kein Satz von Karen. Nee. Ich kürze es. Ich mach's. Katrin Wessling. Drüberleben. Katrin Wessling. Okay, ja. Drüberleben. Worum geht's? Um eine Depression. Und dann sagt man wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, sowas darf man sich nicht so oft sagen, sonst wird man ja depressiv. Genau. Ja. Darum geht es in dem Buch tatsächlich. Das ist auch ein Gefühl, was man nicht haben möchte. So, das waren jetzt die Top 5 im Grunde. Ich stummel jetzt. Ich habe noch einen Bonus. Irgendwie noch Kissen. Also, Kinder. Doch, TV. Wir haben TV gewusst. Hey, Kissenschlag. So, pass auf, weil der letzte im Prinzip ist der ein bisschen billig, aber ihr könnt ja dann zumindest noch mal sagen, worum es geht. Ja, das wird den TV ein bisschen billig. Doch, komm. Ja, also ihr habt jetzt richtig gute Chancen, weil im Prinzip ist der Titel schon fast im ersten Satz. Also aber ja, so passt auf, ihr habt gute Chancen. Als er bei Neapel vor einem Lokal parkte, hatte Becks letzter Sommer. 8 Stunden Fahrt und sein ganzes Leben hinter. Also nochmal der Satz, weil der ist toll. Als er bei Neapel vor einem Lokal parkte, hatte Beck 8 Stunden Fahrt und sein ganzes Leben hinter sich. Ganz großartiger erster Satz. Großartiger Satz, ja. Worum geht's? Hast du es gelesen? Du liest kein Deutsch. Ich lese keine Deutsch. Das ist ja auch unangenehm. Habt ihr den Film gesehen? Auch nicht. Ich bin Mutter, ich kann nicht ins Kino gehen, ich habe keine Zeit. Ich schlafe abends mal ein. Okay. Kam bestimmte Filme. Weil auch den Film fand ich tatsächlich extrem gut gelungen. Muss man jetzt mal sagen. Ja, es geht um einen Lehrer und der war Musiker und ist so ein bisschen frustriert von seinem Leben, weil er nicht mehr Musiker ist und ist irgendwie von einem Major-Label irgendwie total verarscht worden und hat jetzt diesen Schüler in seiner Klasse, den er total begabt findet und durch den er quasi jetzt nochmal das alles aufleben und durchleben will. Und mehr kann man gar nicht verraten, weil das wäre ja gespoilt. Darum geht es in dem... Das ist ein toller erster Satz, darf ich den Ja, den darfst du gerne haben. Das ist auch ein tolles Buch. Und da ist aber auch noch eine Karte dahinter, ne? Nee, das ist wir haben so aufgeklebt. Das ist wirklich ein sehr toller Satz. Das werde ich lesen. Ich lese ja deutsche Autoren. Ich habe nur so viele Amis da liegen, dass ich nicht dazu komme. Ich kann das sehr empfehlen. Okay. Ich kann das sehr empfehlen. Ich weiß, alle haben ihn ja auf der Pfanne. Ich habe noch gar nichts von ihm gelesen. Sollte man dringend machen. Vielleicht sollten wir noch einmal in die Kamera sagen, toller erster Satz, Welz. alles von Benedikt Welz. Super. Das kannst du jetzt noch gar nicht sagen. Du hast es noch gar nicht gemacht. Ich spüre sowas. Aber alle sagen das. Alle sagen Wenn alle das sagen, muss es und alle Fliegen scheißen immer auf den gleichen Haufen. Ihr Lieben, ganz toll. Ich danke euch. Das war's für dieses wunderschöne Top 5 Wednesday Video. Und ich sage mal meinen Lieblingssatz am Ende, den ich immer sage. Wie sage ich den denn auf Deutsch? Unterstützt euren tollen kleinen Buchladen um die Ecke. Ja, das war super auf Deutsch gesagt. Ja, voll schönes Deutsch auch. Ja. Danke. Die Übersetzerin sagt mal kurz, ja, den Satz hast du jetzt ganz gut gesagt. Wunderbar, wir sagen mal tschüss. Ciao. Es ist so wie ein Verräter, der die Wahrheit